Du hast dir deine erste Espressomaschine gekauft und sie steht nun zu Hause bei dir auf der Theke. Aber wie beginnen, wie den ersten Espresso einstellen, welches Zubehör macht Sinn, welche Mühle und spielt Wasser wirklich eine so große Rolle? Die Informationen rund um Kaffee sind immens und auch wir haben mittlerweile über 500 Videos gemacht. Da ist es gar nicht so einfach, sich zu orientieren. Mit diesem Video will ich euch den Weg weisen. Welche Videos machen Sinn? Welches Zubehör macht Sinn, welche Maschinen machen Sinn, welche Artikel machen Sinn, damit dein Espresso zu Hause perfekt funktioniert. Deshalb dranbleiben und vielleicht den einzelnen Links und Verweisen folgen. Dann garantiere ich dir, hast du richtig Spaß mit deiner Espressomaschine. So, deine Espressomaschine ist bei dir zu Hause angekommen. Aber wie geht's jetzt los? Wo startest du am besten? Das erste und wichtigste, finde ich, ist mal einen Materialcheck zu machen, damit du das Material hast, was du wirklich brauchst, um dann auch einen Espresso zu brühen. Denn wenn du anfängst und unterwegs merkst, ich habe ja gar keinen Temper, dann geht der Spaß an der Freude ziemlich schnell den Bach runter. Also, gehen wir die Liste einmal durch, was du wirklich brauchst, was optional noch notwendig ist und was wir euch empfehlen. Ich erkläre nicht alles in diesem Video. Das Video soll auch nicht zu lang werden. Wir haben aber bereits alles erklärt in irgendwelchen Videos und dieses Video ist deshalb auch so eine Art Wegleitung, quasi eine Karte, die dir den Weg weist. Zum Beispiel auch zu den Tipps, die dann eben Fehler korrigieren, die man typischerweise nicht nur am Anfang macht, aber gerade auch am Anfang. Starten wir doch mit dem Grundmaterial, was du brauchst, damit du zu Hause Espresso machen kannst. Das erste, das ist eine gute Mühle. Eine Mühle ist super zentral, wenn du Espresso machen willst. Denn eine gute Espressomaschine, die wird gesteuert über den Mahlgrad des Kaffees. Und damit du ihn eben steuern kannst, musst du selber frisch mahlen. Wenn du frisch gemahlenen, vorgemahlenen Kaffee kaufst, dann kannst du den Mahlgrad gar nicht mehr korrigieren oder damit eben die Brühgeschwindigkeit kontrollieren. Und das ist das A und O, um dann eben ein gutes Rezept einstellen zu können. Ein Hersteller, eine Kaffeerösterei, kann dir den Kaffee nicht im richtigen Mahlgrad vorgemahlen liefern. Denn sobald der Kaffee gemahlen wurde, verändert er sich die ganze Zeit. Sauerstoff wirkt auf ihn ein, Licht wirkt auf ihn ein, er verliert an Komplexität und das ist damit nicht mehr möglich, einen guten Espresso einzustellen. Deshalb frisch mahlen, selber mahlen. Das geht mit einer Handmühle, das geht aber auch mit so einer kleinen Mühle hier, zum Beispiel in diesem Fall einer Single-Dosing-Mühle und natürlich vielen anderen Mühlen, die es auf dem Markt gibt. Dazu haben wir eigene Videos gemacht, ganz viele verschiedene. Das erste, was ich dir empfehle, ist unser Video zum Thema, welcher Mühlentyp bin ich, zu schauen. In diesem Video erklären wir die Unterschiede der Hauptgruppen von Mühlen, nämlich Handmühle, Single Dosing, Grind by Time und Grind by Weight. Und die haben alle unterschiedliche Vorteile, eignen sich vielleicht mehr für Leute mit einem großen Haushalt oder für dann wiederum Menschen, die ziemlich oft, ziemlich gerne den Kaffee wechseln. Dann kommt zum Beispiel so eine Single Dosing Mühle oder eine Handmühle in Frage. Also, welcher Mühlentyp bist du? Das ist eine der ersten Fragen, die du beantworten solltest. Jetzt habe ich wie selbstverständlich von Rezepten gesprochen. Rezepte sind Brühanleitungen, die für einen Kaffee Sinn machen. Und wir kommen natürlich gleich noch zur richtigen Wahl des Kaffees. Damit ihr aber über euer Brührezept einstellen könnt, braucht ihr auf jeden Fall eine Waage. Eine kleine Küchenwaage, eine kleine Waage mit mindestens einer Stelle hinter dem Komma reicht völlig aus. Es gibt Kaffeewagen, die gleichzeitig verbunden sind noch mit einem Timer, der euch zeigt auch, wie lange die Extraktion, also die Brühung läuft. Aber die Basisfunktion ist eigentlich die Waage. Und dort stellt ihr dann eben euer Rezept ein bzw. kontrolliert die Menge. Ihr wiegt, wie viel Kaffee ihr nutzt und dafür kommt dann ein Dosierbecher ins Spiel. Ihr wiegt also zum Beispiel 9 Gramm Kaffee ab oder 18 Gramm Kaffee ab, gebt die in den Siebträger. Könnt ihr auch direkt von der Mühle in den Siebträger geben, je nachdem, was ihr für eine Mühle habt. Und brüht danach den Kaffee. Und da peilen wir immer ein Rezept an mit so einer Größe von 1:2 bis 1:2,5. Das ist wie beim Backen. Wenn wir also 18 Gramm verwendet haben für einen doppelten Espresso, dann wollen wir in der Tasse im Espresso vielleicht 36 Gramm, 1:2 oder 45 Gramm, je nachdem, was für ein Verhältnis ihr euch wünscht, beziehungsweise welches Rezept
oder Verhältnis der Röster euch empfiehlt. Dafür also wichtig, kleine Waage, kleiner Dosierbecher. Und dann braucht ihr natürlich den passenden Kaffee. 3 Kaffees stehen von mir, die jeweils für eine sehr unterschiedliche Art von Röstsprache und Geschmack stehen. Und die sind jetzt hier mal exemplarisch für eine Vielzahl von Kaffees auf dem Markt. Eine wichtige Frage ist, was schmeckt euch? Habt ihr Lust, fruchtige, komplexe, helle Spezialitätenröstungen kennenzulernen? Oder zieht es euch eher in Richtung dunkler, italienischer Röstungen, die so ein bisschen klassischer daherkommen, viel Körper haben und wo eine Crema draufsteht, in der ihr den Löffel abstellen könnt? Dann seid ihr in unterschiedlichen Regionen unterwegs. In unserem Sortiment findet ihr das gespiegelt zum Beispiel im Compadre auf der dunklen Seite, eine Röstung, die sich an italienischen Röstungen orientiert und wirklich viel Kraft, viel Körper in die Tasse bringt mit einem hohen Robusta-Anteil. Das schmeckt auch noch durch jede Milch im Cappuccino durch. Also eher kräftig, schokoladig, dunkel. Und dann haben wir jetzt bei uns auch einen Kaffee, den nennen wir Übergangskaffee. Mano ist das in diesem Fall. Der soll so zwischen den Welten die Hand reichen. Der hat durchaus noch so nussige, dunklere, schokoladige Noten, reicht aber auch mit dem Geschmack schon so ein bisschen rein in das hellere, spezialitätenartigere, komplexere, fruchtigere Geschmacksbild. Ihr habt richtig Bock auf komplexe, fruchtige Kaffees und die sollen überhaupt nicht nach Kaffee schmecken. Dann geht ihr eher Richtung hellere Röstung und sucht euch moderne, trendige Röstereien aus und probiert vielleicht einfach mal unser helles Specialty-Sortiment. Oder ihr sagt, nee, eher klassisch. Dann seid ihr auch bei vielen Röstereien gut untergebracht. Bei uns könntet ihr den Compadre probieren, den Henrique probieren oder natürlich unseren Allzeitklassiker, den Appas Espresso. Wie findet ihr aber nun den richtigen Mahlgrad? Natürlich über das Probieren, aber es gibt einfache, praktische Tipps. Das haben wir in vielen Videos erklärt und gehen immer wieder darauf ein. Und auch wenn wir verschiedene Mühlen vorstellen oder Maschinen vorstellen, zeigen wir natürlich immer wieder, wie wir den Mahlgrad einstellen. Dafür empfehle ich euch ein Video, das kommt an Nummer 3 in unserer Playlist. Da geht es wirklich darum, wie ihr mit möglichst wenig Schritten praktisch schnell den Espresso einstellt, ohne zu viel Kaffee zu verwenden. Also absolute Empfehlung, wenn ihr euch am Anfang so ein bisschen reinarbeiten wollt in das Einstellen von Rezepten. In diesem Video werdet ihr sehen, ohne bestimmte Werkzeuge, da funktioniert das Espresso-Zubereiten nicht. Dazu gehört ein guter Temper in der Größe eures Siebes, also eures Siebträgers. Das hier passt zum Beispiel nicht. Ein kleiner Siebträger für die DeLonghi Dedica und ein 58er Temper für einen 58er Sieb. Passt nicht zusammen. Was passt zusammen? Das findet ihr natürlich auch unten verlinkt. Wir haben da ein paar Tipps und Tricks auch nochmal zusammen für euch aufgelistet, aber auch Empfehlungen, welche Siebträger wir gut finden, welche Temper wir gut finden und wie die zueinander passen. Wenn ihr in unsere Testberichte schaut, dann findet ihr immer wieder auch die Aussage, das ist ein klassischer 58er Siebträger oder das ist ein klassischer 51er Siebträger. Dazu passt dieser oder jener Temper. Wenn ihr unsicher seid, schaut nochmal nach oder stellt eine Frage als Kommentar unter unseren Testartikeln oder unter unseren Videos. Da helfen wir euch weiter. Das sind die beiden wichtigsten Zubehörartikel, würde ich sagen. So eine kleine Tempermatte macht natürlich auch noch Sinn, weil ihr euch dann nicht die Arbeitsfläche verkratzt. Und Lappen machen auch Sinn. Wir finden sogar in verschiedenen Farben, weil ihr dadurch super trennen könnt. Ist natürlich das A und O in der Gastronomie, aber auch zu Hause macht es Sinn zu sagen, diesen Lappen nehme ich zum Beispiel immer für die Milch. So, diesen nehme ich immer, um damit meinen Siebträger auszuputzen und so Reste und Kaffeepulver wegzukratzen. Und diesen nehme ich zum Beispiel immer nur für die Arbeitsfläche. Braucht ihr jetzt vielleicht nicht zu Hause, aber 2 Lappen machen auf jeden Fall Sinn. Wir haben ein Paket, das sind so Mikrofasertücher, Barista-Tücher in unserem Shop, die uns gut gefallen, bei denen wir finden, die haben eine super Qualität. Aber ihr könnt natürlich auch ganz einfache Küchenlappen nehmen. Geht auch. So, jetzt habt ihr schon Videos gesehen zur richtigen Mühle, wie ihr den Kaffee einstellt. Ihr wisst, welche Werkzeuge ihr braucht. Hin und wieder passiert es natürlich trotzdem, dass ihr trotz aller richtigen Schritte Fehler macht, beziehungsweise der Espresso nicht so läuft, wie er laufen soll. Und dafür haben wir ebenfalls einige Videos gemacht. Wir haben mal 10 Fehler zusammengefasst, wir haben 100 Fehler zusammengefasst. Wir haben ein Video gemacht über Channeling, also wenn der Kaffee zu schnell durch den Siebträger, durch solche Löcher, durch sich einen Kanal bildet. Das nennen wir Channeling und wie man das vermeiden kann. Dazu findet ihr jeweils Videos, die ich euch auch unten alle in der Playliste verlinke und natürlich nochmal
als Einzellink auch zu unserem Artikel dazu. So, die Liste ist noch nicht ganz zu Ende, denn wenn ihr jetzt eure Maschine schon fleißig genutzt habt, habt ihr hoffentlich das richtige Wasser verwendet. Das richtige Wasser schadet eurer Maschine nicht und schmeckt gut. Es ist wirklich erstaunlich, wie groß der Einfluss von Wasser auf den Geschmack ist. Aber wen wundert's? Ein Espresso und auch ein Filterkaffee besteht ja zur überwiegenden Mehrheit aus Wasser. Ein Espresso liegt bei ungefähr 92, 93, 91% Wasser, ein Filterkaffee sogar bei 98,5%. So, das zeigt euch schon, wie wichtig Wasser für den Geschmack sein könnte. Und auf der anderen Seite ist das Wasser ziemlich gefährlich für eure Espressomaschine, weil im Moment des Aufheizens und wieder Abkühlens Kalk ausfallen kann. Und der sorgt dafür, dass eure Heizungen möglicherweise verkalken und dann die Langlebigkeit eurer Maschine leidet und vielleicht auch die Espressomaschine irgendwann nicht mehr auf die notwendige Temperatur kommt. Deswegen ist absolut wichtig, weiches Wasser zu verwenden. Wasser, was gut passt zum Espresso machen. Wir blenden euch das hier unten ein. Wenn ihr genauer erfahren wollt, wie ihr zum richtigen Wasser kommt, auch bei euch zu Hause, ob das möglicherweise schon aus dem Hahn kommt, wo ihr Informationen findet über die Härte eures Wassers, aber auch wie ihr Wasser selber weicher macht und erstmal testet, was ihr für ein Wasser habt, dann schaut in dem Artikel unten vorbei. Da haben wir alles versucht zusammenzufassen in gut portionierten Häppchen. Also ihr könnt da bis zum nerdigen Tief reingehen oder auch nur die notwendigsten Informationen rausziehen. So, der blaue Lappen war zum Milchschäumen. Natürlich braucht ihr dann auch eine Kanne, eine Milchkanne. Wir empfehlen euch sogar 2. Nämlich eine größere, eine 0,6er Kanne und eine kleinere 0,35er Kanne. Die haben unterschiedliche Einsatzzwecke. Manche schäumen lieber damit, manche schäumen lieber damit. Diese Kanne eignet sich besonders gut, wenn man 2 Cappuccini machen will. Hiermit kann man auch nur einen machen. Und das Schöne ist, wenn man den Zweier verwendet, die Zweierkanne verwendet, dann braucht man eigentlich die kleine Einerkanne, um einen Teil der dickflüssigen Creme abzugießen und zu trennen von der Hauptmasse für den zweiten Cappuccino. Also man schüttet ein bisschen rein, macht dann den ersten Cappuccino und gibt nachher wieder etwas zurück von dieser dickflüssigeren Crema, damit auf beiden Cappuccini gleich viel Milchschaum ist. Deswegen immer praktisch 2 Milchkannen. Und da gibt es unterschiedliche Techniken, Methoden. Wir haben uns auch für 2 unterschiedliche Schnabelweiten entschieden, mit denen man unterschiedlich gut zeichnen kann. Jeweils entwickelt von einem Barista-Profi von uns. Wenn ihr dazu mehr erfahren wollt, auch die habe ich euch unten verlinkt. Zum Schäumen und wie ihr das Schäumen lernen könnt, wie ihr das Gießen lernen könnt, haben wir ein ausführliches Video gemacht. Da gehen wir alles einmal Schritt für Schritt durch. Wir haben noch ein weiteres Video gemacht, da erklären wir, wie man ganz speziell mit Thermoblock-Espressomaschinen, wie hier der DeLonghi Dedica, schäumen lernt. Also auch das eine Variante, um eure Fähigkeiten weiter zu entwickeln. Kann ich euch nur empfehlen, wenn ihr da unsicher seid beim Schäumen, schaut mal in die beiden Videos bzw. in den Artikel dazu. So, habt ihr den ersten guten Espresso getrunken oder auch einen Cappuccino gebrüht, dann war das der erste wichtige Schritt. Aber ihr wollt, dass auch der zweite noch gut schmeckt, beziehungsweise der Espresso nächste Woche und der Cappuccino nächste Woche. Deshalb ist die Reinigung eurer Espressomaschine und Mühle so wichtig. Absolut zentral. Haben wir natürlich viele Videos zu gemacht. Wie könnt ihr die Maschine täglich reinigen? Was sind die Unterschiede bei den Maschinen? Welche Materialien braucht ihr dafür? Zum Beispiel Grinder Clean, den ihr durchmahlen könnt und der das Fett von den Mahlscheiben nimmt. Ihr könnt in manchen Fällen aber auch die Mühle einfach schnell auseinandernehmen und einmal abwischen. Auch das ist eine Variante. Auch für die Espressomaschine gibt es ein Reinigungspulver. Auch alles unten verlinkt und erwähnt. Und ihr erfahrt natürlich auch, was ihr wöchentlich machen könnt, täglich machen solltet. Manche Dinge kann man aber auch nur alle 1,5 Monate machen. All das fassen wir dort für euch zusammen. Nicht nur eure Maschinen können verschmutzen und dadurch den Kaffee schlechter machen. Natürlich kann der Kaffee auch alt werden. Die Frische von Kaffee ist also eine wichtige Geschichte. Die solltet ihr immer im Blick behalten und deshalb den Kaffee richtig lagern. Zum Thema Frische und der richtigen Lagerung eures Kaffees haben wir ebenfalls ein Video gemacht. Und natürlich wieder auch einen Artikel geschrieben. Auch das ist beides unten verlinkt. Und da erfahrt ihr dann, ob ihr den Kaffee in den Kühlschrank machen sollt oder lieber einfrieren oder doch am besten direkt kaufen und verwenden. Haben wir alles nochmal aufgeschrieben. So, und dann haben natürlich alle Maschinen noch so ihre Eigenheiten. Auch Mühlen haben ihre Eigenheiten. Wenn ihr also unsicher seid bei der Nutzung eurer Espressomaschine und auch wenn ihr sie schon gekauft habt, ich kann euch trotzdem empfehlen, schaut mal in das Testvideo zur jeweiligen Mühle oder Maschine, denn wir testen Maschinen ja nicht nur, wir geben immer wieder auch Tipps.
wie ihr sie besser nutzen könnt, wie ihr sie vielleicht upgraden könnt, wie ihr zum Beispiel hier mit der DeLonghi Dedica den richtigen Siebträger, den richtigen Temper findet. Im Falle der Dedica haben wir sogar einen gesamten Kurs gemacht, also einen Home Barista Kurs rund um die DeLonghi Dedica, die gibt's online. Könnt ihr vielleicht auch mal reinschauen, wenn ihr euch für diese Maschine interessiert. Vielleicht findet ihr, wenn ihr heute reinschaut, schon weitere Online-Kurse zu anderen Maschinen, denn die entwickeln wir gerade ständig weiter. Soweit an dieser Stelle. Ihr seid bestimmt schon fleißig durch die verschiedenen Links gesprungen. Alle nochmal unten verlinkt. Einmal in der Videobeschreibung, in dem Artikel, der dieses Video hier auch begleitet. Und natürlich könnt ihr auch einfach der Playlist folgen. Also wenn ihr schon in der Playlist seid, jetzt einfach dranbleiben, denn es geht jetzt direkt ins nächste Video. Bis dahin sagen wir Danke, wünschen euch viel Spaß auf eurer Kaffeereise. Danke fürs Zuschauen und bis bald.